Stop! Ich glaube, der bricht ab. Mayday, 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 Lufthansa Cargo 8404. We have a right-hand engine fire. In den ersten 3 Minuten, nachdem wir den Knopf gedrückt haben, überschlagen sich oben ein bisschen die Ereignisse. Zweiter Zug, Aufstellung nach Einsatzrahmenplan. Wir gehen von einem Engine Fire auf der rechten Seite aus. Da brennt der Schlepper. Guck mal gerade, der Schlepper brennt, was da abgeht. Der Airport 3 ist schon vor Ort, wir checken. Ist er aus jetzt? Mein Name ist Fabian Kraft. Ich bin erster Duty Manager hier am Flughafen in Frankfurt. So, komm, wir fahren da mal hin. Fragst du, ob Personenschaden ist? Hallo, jemand verletzt? Tower Porträt Gude. Wir fangen mit Gude an, weil wir hier in Frankfurt sind. Tower Porträt Gude. In France 1919, call Brussels 125, das ist 0, goodbye. Mehr als 3000 Menschen sorgen jeden Tag für Sicherheit am Frankfurter Flughafen. Darunter Polizei, Schutz- und Rettungsdienst, Feuerwehr und Flugsicherung. Im Notfall müssen sie perfekt zusammenarbeiten. London 27, Charlie Juliet, left 25 left. London 27, Charlie Juliet, hello. Correction 309 Lima, wind 290 degrees, 13 knots, runway 25 left, clear to land. Scandinavian 676, advise able to depart from runway 18 intersection Mike. Wir sind auf dem Frankfurter Tower am Frankfurter Flughafen, hier bei der Flugsicherung und kontrollieren sozusagen den Flugverkehr, der hier in Frankfurt an- und abfliegt. Die Gesamtanzahl an Bewegungen hier am Flughafen ist momentan so bei zwischen 1400 und 1500 Bewegungen pro Tag. Die Hälfte davon sind Starts, die Hälfte davon sind Landungen. Das ist, was wir über den ganzen Tag in der Regel zwischen 5 Uhr morgens und 23 Uhr abends außerhalb vom Nachtflugverbot bearbeiten. Ich bin Martin, ich bin 32 Jahre alt und ich bin Fluglotse hier auf dem Tower in Frankfurt. Lufthansa 3 Charlie Hotel, wind 260 degrees, 5 knots, runway 25 left, clear to land. Lufthansa Cargo 840, wind 350 degrees, 6 knots, runway 07 center, clear for takeoff. Take-off. Stop! Sequence up. Ich glaube, der bricht ab. Mayday, 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 Lufthansa Cargo. Mayday, Lufthansa Cargo 8404. We have a right-hand engine fire. Stopping on the runway. Runway is blocked, call you back. Wir haben uns entschieden, direkt über den Crash-Button auch die Feuerwehr zu alarmieren. Der Button wird bei uns der Crash-Button genannt, weil der tatsächlich im Falle eines Crashs oder eines Crash-ähnlichen Unfalls von uns gedrückt werden kann. Der ist tatsächlich auch durch eine kleine Klappe geschützt. Also wir müssen ganz aktiv eine Klappe aufklappen, dass uns das nicht versehentlich passiert. Wir können diesen Knopf drücken und der führt einfach zu einer direkten Alarmierung bei der Feuerwehr. Es geht so weit, dass bei der Feuerwehr tatsächlich auch die Türen aufgehen. Der Alarm jetzt ist ein Crash-Alarm. Wir gehen von einem Crash eines Flugzeugs aus. Das bedeutet für uns allerhöchste Eile und eben diese Hilfsfrist von 3 Minuten, die wir einhalten müssen, in denen wir am Flugzeug sein müssen, um dann eben dort Hilfe zu leisten. Den Turm für den 8210-1. Flughafen 8210-1 bestätigt, Piste 25 Center, die Lufthansa Cargo 8405, 777, right-hand engine fire. 25 Center, dort right-hand engine fire. Die hatten einen Vogelschlag in einem der Triebwerke und haben sich dann entschieden, kurz vor der Rotationsgeschwindigkeit den Start noch abzubrechen, weil es zu unsicher war mit einem Triebwerk. Aus sehr, sehr hoher Geschwindigkeit voll beladen ist das bei so Fliegern natürlich immer ein bisschen kritisch, weil da sehr viel Energie im Spiel ist, die irgendwie durch die Bremsen dann aufgefangen werden muss. When it breaks. Outer brake. Attention crew on station, attention crew on station. 8210, Sie können die Centerpiste befahren und sich dem LFZ nähern. Ich heiße Alex, ich bin Rolllotse und damit verantwortlich für die Kommunikation zwischen den Fahrzeugen, der Feuerwehr und dem Tower. Vom Flughafen 8110-1, Fahrt genehmigt wie angefragt. 260 degrees, 8 knots, runway 25 left, clear to land. Number 1317, clear to land, runway 25 left.
In den ersten 3 Minuten, nachdem wir den Knopf gedrückt haben, überschlagen sich oben ein bisschen die Ereignisse, weil wir natürlich versuchen, sehr viele Dinge gleichzeitig zu tun. Von uns ist gefordert, dass wir natürlich irgendwie so ein bisschen Ruhe weiterhin ausstrahlen, weil wir haben natürlich nicht nur die Notlage auf der Frequenz, sondern es sind eben auch alle anderen Flieger mit dabei, die planmäßig im Luftraum unterwegs sind oder am Boden. Engine 794 identified, contact 136.130, bye-bye. Meine Aufgabe ist es, eben möglichst viel Infos von dem Piloten noch zu bekommen und wiederum auch ihn mit Gegeninfos zu versorgen, wenn er evakuieren müsste. Brennt es irgendwo, sehe ich Rauch, von wo kommt der Wind, dass er sich auch entscheiden kann, auf welcher Seite er das Flugzeug vielleicht verlässt. Und all diese Infos, die ich von ihm bekomme, muss ich wiederum ja kanzelintern weitergeben an den Groundlotsen. Ich würde den Mike 8 weiter kreuzen, wenn da Flieger kommen. Mach ich gleich. Dass er das auch mit der Feuerwehr und mit allen beteiligten Fahrzeugen dann kommunizieren kann. Ertönen für den 8210-1, wir fahren dann jetzt hier bei Lima 12 auf die Centerbahn. 8210-1, werden Sie auf der 12155 vorbereit später? Ja, ich bin ansprechbar. Verstanden. 121555 wäre available. Sie fahren jetzt drauf. Ja, gebe ich ihm weiter. Lufthansa Cargo 8405, Fire Brigade is approaching from the front. You may contact them on your second set on 121.555. Lufthansa Cargo 8405, contact Fire Brigade on second set 121.555. Wir haben die Rescue-Frequenz im ELW, das heißt, wir haben von da die Möglichkeit, mit dem Piloten zu sprechen, ohne dass jetzt jemand aussteigen muss und am Bugrad sich ins Interphon einstöpselt, sondern dass wir direkt Kontakt miteinander aufnehmen können und dass ich direkt auch Informationen kriege, wie es vielleicht in der Kabine aussieht. Zweiter Zug, Aufstellung nach Einsatzrahmenplan. Wir gehen von einem Engine Fire auf der rechten Seite aus. Beim Startabbruch, je nachdem wie schnell das Flugzeug war, werden eben die Bremsen sehr heiß, weil das natürlich die hohe Geschwindigkeit wieder runterbremsen musste. Diese Wärme, die dabei entsteht, die geht auf die Felgen, die kann dementsprechend auch auf die Reifen gehen, sodass es dazu führen kann, dass Reifen platzen. Und weil alles so warm ist, kann es eben auch zum Brand führen. Wir werden mit dem Piloten sprechen, ob er entweder selber rollen kann, mit einem Triebwerk dann noch, weil das andere ist ja beschädigt, oder ob er einen Schlepper braucht. Der Schlepper steht dann meistens schon hier bereit und kann dann eben an die Einsatzstelle kommen, um von dort den Schlepp des Flugzeugs durchzuführen, bis es dann auf der Position ist. Und dann können wir dort eben unsere Maßnahmen ergreifen, beziehungsweise dann mit der Technik schauen, was noch zu machen ist. Rescue Frankfurt, Lufthansa Cargo 8405. Das ist Frankfurt Rescue, hallo. Mein Name ist André Heser. Ich bin der zuständige Zugführer hier auf der Feuerwache 2 für den Luftfahrzeugbrandschutz. Das bedeutet, dass ich der erste Ansprechpartner bin für die Rampe, für den Turm und eben auch den Piloten des betroffenen Flugzeugs. Hallo, wir stehen hier. Wir hatten eine Anzeige, dass der rechte Motor brennt. Wir haben im Cockpit keine Anzeigen. Der Tower hat uns schon gemeldet, er sieht auch nichts. Könnten Sie das bitte bestätigen? Soweit ich das von außen sehen kann, alles in Ordnung. Ich fahre jetzt gerade noch mal auf die andere Seite, damit ich es besser sehen kann. Aber auch da sieht alles in Ordnung aus. Und dann geht es darum zu gucken, okay, sind die Triebwerke aus, dass wir uns ans Flugzeug überhaupt nähern können. Was hat das Flugzeug denn für ein Problem? Sehen wir von außen irgendeine Beschädigung oder vielleicht einen Brand? Und dann auch in zweiter Instanz, was macht denn das Fahrwerk? Wie ist die Temperatur und müssen wir mit einer Gefährdung rechnen? Was schlagen Sie vor? Sollen wir zur Position rollen und Sie begleiten uns? Wenn in dem Flugzeug keine Unregelmäßigkeiten sind, dann spricht aus meiner Sicht nichts dagegen, jetzt weiter auf die Position zu fahren und da weiter zu gucken, ob es irgendwelche Probleme mit dem Fahrwerk gibt. Wenn irgendwelche Anzeigen oder sowas an wären, dann könnten wir das auch gerne hier kontrollieren. Okay, wir waren schon im Highspeed-Bereich. Startabbruch war bei gut 120 Knoten. Wir sind heute nicht so sehr schwer. Insofern, ich denke nicht, dass die Bremsen zu heiß werden. Wir haben ansonsten keine Anzeigen im Cockpit oder im Flieger, dass am Motor noch Feuer herrscht. Okay, wenn das der Fall ist, würde ich vorschlagen, dass wir auf die Position rollen, weil ansonsten müssten wir jetzt hier die Triebwerke ausschalten und das Ganze würde natürlich wesentlich länger dauern. Ist in Ordnung für uns. Ich halte hier hinter der Lampe stand aufrecht. Wir würden dann hinter Ihnen herrollen. 120 Knoten, er hat jetzt gesagt, Sie wollen losrollen gleich. Okay. Wir schließen uns an das LFZ an, machen den Weg frei und folgen auf die Position. Lufthansa Cargo 8405, we are able to taxi to our stand, own power, the fire brigade will follow us, so request taxi as soon as the runway is clear. Parkplatz ist klar und er kann selbstständig rollen, der wird jetzt gleich runterrollen.
Der Lima Round 5 ist der zweite rechts, wo wir runter sollen, ist ein Highspeed. Bei dir schaut es rechts gut aus? Nee, noch nicht. Ich sehe hier noch Fahrzeuge. Wir haben um die 3000 Einsätze im Jahr plus minus und wir werden alarmiert zu kleineren Ölspuren bis hin zum Brandmeldeeinlauf, wo eben im Terminal ein Brandalarm ausgelöst wurde. In Flugzeughallen, aber natürlich auch eben aufs Vorfeld zu Problemen bei Flugzeugen, Rauchentwicklung, heiße Bremsen oder eben auch gemeldeter Fahrwerks- oder Triebwerksbrand. Rescue Frankfurt, könnten Sie mir bitte bestätigen, dass die Fahrzeuge soweit frei sind, dass sie losrollen können? Ja, die Fahrzeuge sind jetzt alle hinter dem Flugzeug und sie können losrollen. Gut, danke. Rechts ist frei. alles klar, Left Side ist clear, dann wollen wir. So, hier ist November 1-4, rechts ist frei. Links Lima, rechts November 14. Ja. November 1-4, staying Fox 2, dann behind. Alles frei jetzt. Der Turm für den 8210-1. 8210-1, Turm. Die Fahrzeuge der Feuerwehr haben jetzt die Centerbahn verlassen. 8210-1, verstanden. Dann können Sie zur Rampe umschalten. Danke, tschüss. Die Notlage ist für uns in dem Fall beendet, wo wir tatsächlich unsere Piste wieder normal nutzen können. Nach so einem Startabbruch müssen wir verpflichtend eine Pisteninspektion durchführen lassen, weil es kann ja durchaus sein, dass eben bei dem Vogelschlag, wie es jetzt gerade war, irgendwelche Triebwerksteile, Vogelteile, irgendwelche anderen Flugzeugteile auf der Piste liegen bleiben. Tower Airport 3, Gude. Hallo, Airport 3. Entering runway 25 center for inspection and traffic crossing left to right, Airport 3. Wenn wir feststellen, die Piste ist klar, es wird nichts gefunden, wir müssen nichts reinigen und jetzt eben auch frei wieder von den Fahrzeugen und von dem Luftfahrzeug, dann können wir hier weiter arbeiten und in dem Moment, wo das Flugzeug an die Vorfeldkontrolle übergeben wird für die Einweisung in die Parkposition, ist unsere Aufgabe dann eigentlich erledigt. Und die Rampe für den 8210-1. Wir folgen dem betroffenen LFZ auf dem Lima. Continue bei Lima. Da wie vor keine Anzeigen über ein Feuer. Fahrwerk ist auch nicht übermäßig heiß. Okay. Rechts ist frei. Die Durchsage an die FLFs. Brandschutz sicherstellen am rechten Triebwerk. Im Prinzip stellen wir die ganze Zeit schon den Brandschutz sicher, dass eben nichts anfangen kann zu brennen. Das hängt sicherlich auch von der Größe des Vogels ab. Bei kleineren Vögeln sieht man wenig, bei größeren Vögeln müssen wir schauen. Das ist aber auch eher selten der Fall. Und uns ist wichtig, dass wir das Flugzeug in einem sicheren Zustand übergeben, sodass jetzt nicht mehr mit einer Gefahr vom Flugzeug zu rechnen ist. Mit Flightdeck für die Feuerwehr? Hier ist das Flightdeck, hören Sie mich? Ist in der Kabine alles in Ordnung? Ja, hier oben ist nach wie vor alles in Ordnung. Sehen Sie noch irgendwas am Triebwerk? Nee, von hier unten auch keine Unregelmäßigkeiten. Wir kontrollieren gerade nochmal die Bremstemperatur, die kann ja ein bisschen höher sein, das ist ein Startabbruch. Ansonsten alles in Ordnung. Mike? Temperatur 290, fallend, beide Triebwerke ohne Fund. Okay, festhalten, danke. 290 Grad fallen, die Fahrwerkstemperatur und beide Triebwerke ohne Befund. Gut, dann würde ich an der Stelle jetzt den Notfallsituation hier erstmal aufheben und wir bleiben aber erstmal an der Stelle. Ja, Cesar. Cancel Alert, Cancel Alert. Stelle ich die Tür auf. Ja, bitte. Hallo. Hallo. Andrese, hallo. Nein, Markus Schwarz. Hat ja alles bestens geklappt? Bitte. Dankeschön. Wenn wir dann beide mit unseren Maßnahmen einverstanden sind und keine weiteren Maßnahmen mehr durch den Piloten gewünscht sind, dann wird das Flugzeug an den Piloten übergeben. Das heißt, wir übergeben ihn die Einsatzstelle und reduzieren dann unsere Kräfte, bis niemand mehr benötigt wird und dann fahren wir alle heim. Die Großfahrzeuge habe ich schon heimgeschickt, weil wir die nicht mehr brauchen werden. Und ich würde jetzt auch gleich fahren. Ist ja alles in Ordnung und dann muss halt die Technik gucken. Dankeschön.
Danke auch. Schönen Tag. Ciao. Für mich endet es so, wenn zum einen hier niemand zu Schaden gekommen ist, im Fahrzeug auch nichts kaputt gegangen ist. Und dann eben, wenn ich sagen kann, wir haben dazu beigetragen, dass es den anderen Leuten hier gut geht. 100 Menschen waren an diesem Einsatz beteiligt. Eine Übung, eine Großübung, die regelmäßig stattfindet, damit alle im Ernstfall gewappnet sind, um schnell und effektiv helfen zu können. Verstanden, dann können Sie es rumschalten. Danke, tschüss. Keine Übung sind jetzt die Einsätze der Airside Duty Manager, kurz ADM. Auch sie sorgen für Sicherheit. Guck mal, da raucht's. Guck mal. Oh mein Gott. Da brennt der Schlepper. Guck mal, gerade hier bei Traumel 7, der Schlepper brennt. Was da abgeht. Der Airport 3 ist schon vor Ort. Wir checken. Wenn der anfangen würde zu brennen, das wäre ein großes Problem. Und deswegen sind wir direkt hingefahren. Es war Rauch zu sehen, konnten aber feststellen, dass er sich schon entkoppelt hatte vom Flugzeug und dass sich der Fahrer vom Fahrzeug auch schon vom Flieger wegbewegt hatte. Der soll auf die Abstellfläche fahren. Hallo? Kannst du ihn mal aus? Ist er aus jetzt? Mein Name ist Fabienne Kraft. Ich bin Airside Duty Manager hier am Flughafen in Frankfurt. Wir sind die Vertreter des Verkehrsleiters, die operative Vertretung. Und unsere Hauptaufgabe ist es, einen sicheren und ordnungsgemäßen Flugbetrieb zu gewährleisten. Okay, was war denn los? Also ich weiß nicht, der hat keinen Druck mehr gehabt, der hat irgendwann zu qualmen dann. Er hat vermutet, dass er ein Problem mit dem Kompressor hat. Er hat keinen Druck mehr gehabt, das hat er gespürt. Priorität Nummer 1 ist Sicherheit und dann, dass der Schlepper nicht im Weg steht. Okay. Das ist der Turbo irgendwie. Okay, aber du verlierst nichts, gell? An Flüssigkeit. Wir wollen keine Flüssigkeiten auf irgendwelchen Taxiwegen oder Positionen haben, die da nicht hingehören. Deswegen haben wir den Schlepper inspiziert und konnten feststellen, dass er nichts verloren, nicht getropft hat. Hat er den Druck verloren also? Kümmerst du dich, dass er abgeschleppt wird dann hier, dass er hier wegkommt? Okay. Dann lass ihn wegschleppen. Gut, vielen Dank. Ja, wenn was ist, rufen Sie an. Alles klar, danke sehr. Ciao. Wir ADMs sind hier draußen im Flugbetrieb die höchste operative Instanz und haben Weisungsbefugnis über alle Mitarbeiter, die hier im Vorderrollfeld arbeiten. Ramme für den Airport 3? Ja, die Rampe hört. Jo, der Schlepper hat einen technischen Defekt. Der Kollege hat ihn aber jetzt abgestellt und ruft einen Gerätedienst. Alles okay. Wir haben den Gerätedienst informiert und dann kann der Schlepper abgeschleppt werden. Wir sind hier in unserem Innendienstbüro in der integrierten Leitstelle im Terminal 1. Von hier aus steuern meine Kollegen und ich den Flugbetrieb in der Theorie. Die Luftfahrt ist leicht beeinflussbar durch Wetterlagen, durch Krisen, durch Kriege, durch Streiks. Und genau das bewachen und beobachten wir von hier oben. Wir monitoren ständig, wir analysieren und wir treffen dementsprechend auch Maßnahmen, um Auswirkungen zu vermeiden. Wir sehen gerade hier den europäischen Luftraum. Jeder gelbe Punkt ist ein Flugereignis in Live-Ansicht. Das heißt, wir können gerade sehen, dass hier einiges los ist. Die östliche Welt wird mit der westlichen Welt im Moment nur durch diese zwei engen Korridore verbunden. Hier über das Rote Meer bzw. hier hinten über Turkmenistan. Hier haben wir den afrikanischen gesperrten Luftraum. Hier haben wir den Iran-Krieg, der ein brandaktuelles Thema ist und uns sehr beschäftigt. Und hier haben wir eben den russischen Luftraum, der auch nicht mehr zu benutzen ist. Wieder genutzt werden kann. Ja, check. Hier 66 Euro. Ich habe Kontrolle eingegangen. Stimmt. Sehr gut. Wir sind dauerhaft besetzt. Wir sind insgesamt 21 Leute aus ganz unterschiedlichen Richtungen hier vom Flughafen. Wir haben Früh-, Spät- und Nachtschichten. Tagsüber sind wir in der Regel 4 und nachts 3 Leute. Wir machen Betankungskontrollen, Brandschutzkontrollen, Verkehrskontrollen. Es fällt einfach auf, wenn was anders ist. Da sind wir sehr aufmerksam und stellen zu jeder Zeit die Betriebssicherheit sicher. Da, komm, wir fahren da mal hin.
Fragst, ob Personenschaden ist. Hallo. Hi. Jemand verletzt? Alles gut? Verkehrsunfälle oder Unfälle generell leichterer Art ohne Flugzeugbeteiligung bearbeiten bei uns die Follow-Me's und der Schutzdienst. Schwere Unfälle sind, wenn Flugzeuge beteiligt sind oder auch Menschen verletzt, dann kommen wir ins Spiel und die Behörde. Es gibt die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchungen, die sitzt in Braunschweig, das ist eine offizielle Bundesbehörde. Die untersuchen alle Störungen oder Unfälle im Luftverkehr. Die sitzen dort und können natürlich nicht überall sein, deswegen sind wir 21 ADM hier in Frankfurt die Flughafenbeauftragten. Wir haben auch einen Behördenausweis und wenn jetzt irgendeine Störung war oder irgendein Ereignis war, informieren wir die Kollegen in Braunschweig. Die geben uns dann Rückmeldungen, was sie gerne hätten im Speziellen. Und ansonsten hier vor Ort, wir sichern automatisch veränderbare Spuren, wir dokumentieren die. Das wären Stellungen von Klappen oder Fahrwerken. Und wir würden zum Beispiel auch die Sicherung von den Aufnahmerekordern, der sogenannten Blackbox, ziehen, Aufnahme stoppen und damit auch Beweisspuren sichern. Sind Sie gefahren? Ja, ich habe es. Der Fahrer war nicht verletzt, dem Fahrer ging es gut. Kann passieren, alles gut, ja? Keine Sorgen machen. Ja. 6 Tonnen hatte diese jetzt. Man hat versucht, die jetzt mit einem Gabelstapler aufzurichten. Das hat nicht geklappt, deswegen wird die Palette jetzt händisch entladen. Ich bin jetzt seit 9 Jahren am Flughafen. Ich war Notfallsanitäterin, habe als Notfallsanitäterin angefangen. Da waren wir zuständig für die Gefahrenabwehr oder die medizinische Hilfe hier vor Ort und in umliegenden Bereichen. Der Flughafen ist eine Riesenfläche mit unzähligen Menschen, die hier ein- und ausgehen. Und da passieren Unfälle, da werden Leute krank, auch schwer krank. Hallo. Was ist los? Sie müssen mit mir reden, sonst kann ich Ihnen nicht helfen. Deswegen ist es nötig, dass hier ein Rettungsdienst vor Ort ist. Wir sind da und wir passen auf Sie auf. Ich habe über die Fraport berufsbegleitend studiert, Business Administration mit Schwerpunkt Aviation Management und mich dann innerhalb des Unternehmens weiterentwickelt. Tower Airport 3, Gude. Wir fangen mit Gude an, weil wir hier in Frankfurt sind. Und wir funken auf Englisch, weil wir ein internationaler Flughafen sind und eben auch internationale Piloten unseren Flughafen benutzen. Airport 3 on Lima and proceeding Yankee Mike 34 for 07 Center Inspection. Diese Betriebsflächenkontrolle, die machen wir 5-mal am Tag. Das ist eine Vorgabe, wird aber auch ad hoc gefahren, wenn Bedarf besteht. Wir kontrollieren dabei die Pisten, die Runways, die Vorfelder und die Taxiwege, also die Rollwege für die Flugzeuge. Die Flächen gehören der Fraport. Bevor wir die betreten dürfen, holen wir uns zuallererst die Freigabe durch den Tower, also durch die deutsche Flugsicherung hier am Platz. Tower Airport 3, Gude. In Whiskey 1 and ready for 18 inspection. Wir fahren grundsätzlich zu zweit in der Mitte der Piste. Der Fahrer schaut links, der Beifahrer schaut rechts. Wir haben eine Richtgeschwindigkeit von ca. 80 km die Stunde. Rampe DFS 3. Und dann schauen wir nach Fremdkörpern, Tierkadavern, Oberflächenschäden, nach der Beschilderung, der Beleuchtung, die Instrumenten von Flugsicherung oder Wetterdienst und schauen einfach, wie der Zustand unserer Flugbetriebsfläche ist. Das ist jetzt ein Fundstück, das haben wir gerade gestern gefunden. Das ist ein Flugzeugteil, ein sogenanntes Hitzeschild, das eigentlich an der Felge von einem Flugzeugreifen befestigt, hat das entsprechende Flugzeug verloren. Es handelte sich um eine Boeing 787. Es ist sehr scharfkantig, es ist aus Metall, also es ist auf jeden Fall eine Gefahr für den Flugverkehr. Das Teil wird aufgesammelt, wir bringen es zu den Mechanikern in die Werft. Die können anhand der Inventarnummer uns sagen, was für ein Flugzeugtyp sich das gehandelt hat. Und anhand unserer Systeme können wir die Airline direkt informieren und die konnten noch den Pilot in der Luft über dieses fehlende Bauteil informieren. Für den Flieger an sich ist es nicht wichtig gewesen, aber das ist ein Teil gewesen, was auf jeden Fall einen Schaden hätte am Reifen oder an der Hydraulik machen können. Airport 3 and on windows right, okay,
Entering runway 07 right, vacate Mike 9 Airport 3. Auch wir halten Sicherheitsabstände ein. Natürlich, es geht immer um Sicherheit. Gerade wenn wir auf die Piste fahren nach einem landenden Flieger oder nachdem er gestartet ist, müssen wir auf den Jetblast, also auf den Abgasstrahl der Triebwerke achten. Bei dem Fahren und Ausschau halten ist es ja auch wichtig, die Ohren zu benutzen, den Funk mitzuhören. Da hört man ja dann auch, hat man einen Anflug im Rücken oder will jemand starten oder so. Also alle Sinne schärfen. Airport 3, wollt ihr die Senderbahn auch mitkreuzen dann oder fahrt ihr außen? Ja, wir würden die mitkreuzen und dann gucken wir uns mal die mal einzeln. Es ist ein großes Privileg. Wir kommen in Positionen oder auf Wege, wo ja normal niemand hinkommt. Startende und landende Flugzeuge. Der tägliche Betrieb ist nicht mehr spannend. Mein Name ist Michael Rebner. Ich bin Airside Duty Manager bei der Fraport und seit 1995 im Unternehmen tätig. Wenn die Flugzeuge aus dem Osten kommen und wir Betriebsrichtung 2.5 haben, beginnen wir mit der Kontrolle meistens im Lima 1, fahren die Centerpiste runter bis zum Ende, verlassen sie im Mike 34, fahren den mittleren Rollweg, den Mike wieder hoch Richtung Osten, fahren hier hinten rum die Schleife, beginnen dann wieder im Romeo 3 für die 2.5 links, die fahren wir komplett ab, verlassen dann die Parallelbahn hier rüber und fahren dann auf die Landebahn Nordwest, meist über den Papa 1. Fahren dann die Nordwestpiste ab, komplett einmal, fahren komplett die Rollwege wieder zurück, über den Papa und den November 11 zurück aufs nördliche Vorfeld. Und von hier aus geht es dann über den November zur 1.8, zur Piste 1.8, die wir dann komplett auch von oben November abfahren bis im Süden runter, fahren den Yankee wieder hoch und fahren dann Sierra Romeo je nach Verkehrslage zurück in den Osten und beenden unsere Kontrolle wieder fast, wo wir sie angefangen haben, im Uniform im Osten und sind zurück auf dem nördlichen Vorfeld. Wir gucken auch über den Pistenrand hinaus in die Grünflächen. Da liegen halt wieder Folien. Guck. Ich fahr da einfach mal rein. Hier schimpft er. Servus, Gute. Könnt ihr dafür Sorge tragen, dass die Folien aus der Grünfläche rauskommen? Das ist ja noch in eurem Baubereich. Ja. Weißt du nicht, dass die irgendwie auf dem Rollweg und dann irgendwie im Triebwerk hängen? Oder? Das ist eine Großbaustelle, da werden Rollwege erneuert. Und da war aufgefallen, dass Folien in den Grünflächen lagen im Bereich der Baustelle. Und dann sind wir halt tätig geworden und sind zu dem Polier hin und haben ihn gebeten, den Missstand zu beseitigen, sprich die Folien zu sichern, damit es da zu keinen unschönen Szenen kommt. Wenn die Staubentwicklung zu hoch wird, dass wir halt auch darauf hinweisen, dass die das bewässern, feucht halten. Weil so Betonstaub und so in einem Triebwerk ist halt auch nicht so förderlich für die Funktion, oder? Ein Päckchen, ich weiß nicht. Höhe vor und Müssen wir mal gucken, wie wir das wieder in Umlauf kriegen. Dieses Paket geht nach Zagreb. Bei Alpha 24. Ich weiß sogar, was drin ist. Bücher. Es hat einen weiten Weg hinter sich. Aus Japan bis nach Zagreb. Guck. Hallo, ist die Fabienne. Ich habe eine Frage, wir haben ein Paket gefunden. Wo können wir es denn jetzt hinbringen? Erstmal, dass es nicht untergeht. Wir stehen vor Alpha 18 im Airport 3. Dankeschön, ciao. Hol- und Bringservice kommt, oder was? Kommt. Schön. Bitte schön, ciao. Wir sind eine Schnittstelle zwischen Behörden, Airlines, Management, Flugsicherung,
Wetterdienst, also wirklich alles, was für so einen Flug dazugehört. Und ich würde sagen, es war ein guter, normaler Tag. Wir können mehr. Tower Airport Gude. Zurück zum Tower und zu einer weiteren Notfallübung mit einem Flugzeug. Dolomiti 7 Charlie Juliet, hello. Scandinavian 676, advise able to depart from runway 18 intersection Mike. Fraction 309 Lima, wind 290 degrees, 13 knots, runway 25 left, clear to land. Ich bin Martin, ich bin 32 Jahre alt und ich bin Fluglotse hier auf dem Tower in Frankfurt. Die Hauptaufgaben, ganz simpel gesagt, sind ausreichende Abstände zwischen die einzelnen Flugzeuge zu bringen. Also die Flugzeuge machen ohne unsere Anweisung keine einzige Bewegung. Das heißt Starts, Landungen, der ganze Rollverkehr, das sind alles Aufforderungen von uns, Anweisungen. Die Piloten haben eben einfach nicht den gesamten Überblick über das gesamte Verkehrsbild und wir sind dafür zuständig, das Ganze dann in einer effizienten, geordneten und vor allem in einer sicheren Art und Weise dann irgendwie auch zu steuern. In der Notlage vernehmen hier die Alarmierung von den Rettungsdiensten am Flughafen. Das ist so eine unserer Hauptaufgaben, je nachdem, welche Art von Notlage reinkommt. Die Feuerwehrleitstelle, hallo. Der Kontrollturm Bellmann, guten Morgen. 9:12 Uhr ungefähr, also in 30 Minuten ab jetzt, kommt die Lufthansa Cargo 8431, eine Boeing 777, auf die 07 Center mit laut Crew hydraulischen Problemen. Die sind sich nicht sicher, ob sie die Klappen vollfahren können. Der Pilot hat sich etwa 30 Minuten vor der Landung gemeldet. Das war nicht direkt bei uns, sondern in einem anderen Sektor. Das heißt, der Pilot ist ja vorher noch bei der Flugsicherung, die eben die Überflugkontrolle über Deutschland machen, ist dann auf einer anderen Funkfrequenz. Dort hat er das offensichtlich schon festgestellt. Die haben uns dann telefonisch informiert. Unserem Supervisor, der eben hinten zuständig ist dafür, der Feuerwehrsicherheitsleitstelle Bescheid zu geben und alles in die Wege zu leiten. Hydraulische Probleme, 07 Center war das gewesen? Genau, Frachtmaschine mit 3 Personen an Bord, gefährliche Güter mehrere, verschiedene und Remaining Fuel bekomme ich noch. Genau, ich schicke dann die Kollegen von uns gleich schon mal raus in die Standby-Position. Perfekt, ich danke. Bis später, ciao. Das ist kein konkreter Notruf. Die Maschine meldet eben eine Besonderheit, einen Ausfall von einem System. Und die ganzen Daten werden dann aufgeschrieben, weitergegeben an uns vorne, an die arbeitenden Lotsen. Alles klar. Und auch an die Sicherheitsleitstelle, also die es dann eben an die Feuerwehr auch weitergibt. Informationen für alle Wachen. Wir haben in Kürze ein Local Standby, eine Boeing 777, die LH8431, Frachtmaschine, 3 Paxe an Bord, mit Hydraulikproblemen, Landezeiten etwa 30 Minuten, Alarmierung erfolgt in Kürze. Ich bin Philipp Latsch, bin bei der Flughafenfeuerwehr Frankfurt am Main, bin Hauptbrandmeister, bin heute auf der Feuerwehr-Rettungsdienstleitstelle tätig. Ich habe ein Local Standby angenommen, schicke die jetzt raus, bis Sie sich schon positionieren können. Für uns bedeutet dies dann automatisch, dass wir routinemäßig eine Sicherheitslandung erklären. Wir verfahren nach unserer FRA-Not. Das ist unser interner Ablauf, in dem alle Notsituationen geregelt sind. Wir hatten jetzt eine Störung während des Fluges gehabt, wo wir von einer sicheren Landung ausgehen konnten, hatten dementsprechend die FRA-Not 2 eröffnet, habe dann alle Maßnahmen im Einsatzleitsystem hinterlegt und dann die Kollegen der Feuerwehr alarmiert. Ist die Feuerwehrleitstelle hat eine Durchsage. Local Standby, die LH8431 mit Hydraulikproblemen. Landet auf der 07 Center, etwa 25 Minuten. Mein Name ist André Heser. Ich bin Zugführer in der Wachabteilung A, die heute im Dienst ist. Hier auf der Wache sind wir 24 Leute, die dann auch aufgeteilt sind auf Gebäudebrandschutz und Flugzeugbrandschutz. Wenn jetzt aber eine Luftnotlage kommt, dann sind wir immer alle alarmiert. Das heißt, wir sind alle sofort einsatzbereit. Und dementsprechend haben wir dann auch auf alle Kräfte der Flughafenfeuerwehr Zugriff. Die Rampe für den 8210-1. Die Rampe. Ja, wir stehen mit dem zweiten Zug vor der Feuerwache 2, würden gerne in Lima Richtung Tango oder Uniform fahren. Dann kannst du rein. Alles klar, danke. Genehmigt zum Befahren mit dem zweiten Zug. Mit einem Local Standby, das ist dann diese Art von Einsatz für die Feuerwehr, dass die Feuerwehr einfach bereitsteht an der Piste, für den Fall, dass etwas nicht wie vorhergesehen funktioniert nach der Landung, dass die Feuerwehr sofort bereit wäre. Es könnte natürlich passieren, dass aus diesem Local Standby ein Crash wird und wir dann eben wirklich jede Hilfe brauchen und deswegen ist auch jeder einsatzbereit und wartet eben ab, was passiert.
Lufthansa Turm Victor after departing 747, line up runway 07 center behind by Lima 17. Ich als Lotse, der den fliegenden Flieger betreut, kommuniziere sowohl natürlich mit meinem Supervisor hinten, der mir vorher die Infos hat zukommen lassen. Okay. Das heißt, auch ich habe für mich relativ klar schon, was ist die Art des Notfalls, womit muss ich rechnen. Okay, alles klar. Gut. Der Kollege hat sich hinten auch notiert, welche Restmenge an Sprit ist noch dabei, wie viele Personen sind an Bord, gibt es irgendwelche gefährlichen Güter. Das ist vor allem natürlich für die Feuerwehr wichtig, aber auch das haben wir vorne auf so einer Notfallcheckliste noch mal liegen. Die Piste jetzt in diesem Fall habe ich an meinen Groundlotsen abgegeben. Wer 66 Tomert? Damit der einfach mit allen Fahrzeugen dann erstmal da drauf fahren kann, ohne mich für jedes einzelne Fahrzeug zu fragen. Und der Turm für den 8210-1. 8210-1 Tomert. Wir stehen mit dem zweiten Zug vor Tango 2, würden gerne über den Tango und dann in den Mike zum Mike 14 in unsere Standby-Position. Ja, 8210-1. Überqueren Sie Tango 2, fahren Sie auf den Mike, halten Sie vor Mike 8. Ich heiße Alex, ich bin Rolllotse und damit verantwortlich für die Kommunikation zwischen den Fahrzeugen, der Feuerwehr und dem Tower. Wir überqueren Tango 2, fahren in den Mike und halten vor Mike 8, ist verstanden, mit 8210-1. Flughafen 8210-1, Fahrt genehmigt. Flughafen 8210. Der A320 von vorne, der biegt nach Mike 8 ab. Sobald ihr vorbeikommt, könnt ihr dann weiterfahren bis in die Standby-Position Mike 14. Ja, das ist verstanden. Wir lassen den noch vorbeiziehen und fahren dann weiter Richtung Mike 14. Wenn Flugzeuge rollen, haben wir die Pflicht, dass wir darauf achten, dass wir jetzt niemanden gefährden durch unsere Alarmfahrt dahin. Und deswegen ist es natürlich schon auch mit Vorsicht zu genießen, wenn wir auf dem Weg dorthin sind. Der 8210-1 mit Durchsage in den zweiten Zug, Landerichtung 07 Center. Wir positionieren uns im Mike 14 entsprechend. 8110-1. In die Standby-Position unter Beachtung des Rollverkehrs. Kommen. Am Flughafen 8110-1, Fahrt genehmigt. Die Feuerwehr fährt in die Standby-Position. Ja. Das ist die Wache 1. Das ist die Wache, die im Süden ist. Das ist die Feuerwache 3 auf der Nordwestlandebahn. Wir sind Feuerwache 2. Das ist die Wache, die südlich vom Terminal 1 und 2 ist. Und wir sind dadurch zuständig für den ganzen Vorfeldbereich hier im Norden bis hin zum Terminal 3 Flugcheck G. Feuerwehr ist drauf. Die Feuerwache 1 ist in die Standby-Position gefahren, um dann eben die Abwesenheit des Löschzugs der Feuerwache 2 zu kompensieren, dass die auch dann innerhalb von den 3 Minuten jeden Ort am Flughafen erreichen können und der Flugzeugbrandschutz nach wie vor sichergestellt ist, dass wir den Flugbetrieb hier nicht einstellen müssen. Das sind jetzt aktuell die Fahrzeuge, also einmal die EK-Einheiten Feuerwache 1 mit dem B1-Dienst, die Feuerwache 2 mit dem B2-Dienst als EK-Einheit, die jetzt aktuell dann die Luftnotlage betreuen. Der Turm nochmal für den 8210-1. 8210-1, schon mal. Wir sind in Mike 14 und wir waren 3 Taxe 777 mit Hydraulikpropelem. Gemeldet war ein Hydraulikölverlust. In erster Linie ist es natürlich problematisch, wenn Hydrauliköl auf heiße Oberflächen, wie zum Beispiel die Bremsen, kommt, weil wir dann eben auch mit einer Brandgefahr rechnen. Es gibt auch manchmal die Situation, dass das Flugzeug erst noch einen Überflug macht, wenn es einfach unsicher ist, ob das Fahrwerk in Ordnung ist. Lufthansa Cargo 8431, schönen guten Tag. Unsere Aufgabe in Notlagen ist auch da, für genug Abstände zu sorgen, weil normalerweise brauchen Notlagen immer ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Da gibt es immer ein bisschen größere Abstände, weil unvorhergesehene Sachen noch passieren können. Und auch da sind wir vor allem dafür da, die Piloten, die sich in der Notlage befinden, mit möglichst viel Informationen so aufzufangen, dass sie sich sozusagen nur um den Flieger kümmern können und wir kümmern uns um alles drumherum, halten so ein bisschen den Rücken frei. The Cargo 8431 Rescue Services and Fire Brigade is standing by and they will guide you to your gate. Gerade mit so einem Local Standby, dass die Feuerwehr rausfährt, weil man eben noch nicht genau weiß, was nach der Landung passiert mit dem Flugzeug. Das kommt tatsächlich eigentlich wöchentlich mehrfach vor. Wir müssen alle 3 Jahre tatsächlich in den Simulator. Das ist auch eine Pflichtmaßnahme, die wir machen müssen, wo wir tatsächlich genau solche Art von Notfällen eben auch üben. Cargo 8431, stop the aircraft on the runway first. Yeah, you may take your time on the runway and when you are ready to taxi, you may continue. Sie verstanden, er will anhalten. Er würde gerne erstmal kurz anhalten. Okay, dann sage ich das der Feuerwehr. Genau. Alles klar. Vom Flughafen 8210-1 vom Turm. Hier ist der Florian Flughafen 8210-1. Also 8210-1. Jetzt ist ja noch ein Abflug gerade gewesen von A350. So, jetzt die nächste Landung auf der 07 Center. Das ist die Lufthansa Cargo 8431, circa 2,5 Minuten. Die Crew hat gesagt, sie würden gerne auf der Piste erstmal stoppen. Das ist jetzt die Landung.
Vom Prinzip her wird der Flieger erstmal ganz normal aufgefädelt auf das Instrumentenlandesystem, macht dann einen normalen Anflug, wenn alles funktioniert, und kriegt von mir tatsächlich einfach nur wie jeder andere Flieger auch eine Landefreigabe. Wir von der Flugsicherung können damit rechnen, dass er vielleicht ein bisschen schneller anfliegt als gewöhnlich, weil die Landeklappen eben nicht so weit rausfahren, wie sie das normalerweise tun, zum Bremsen und zum Auftrieb erzeugen. Und wir haben auch damit gerechnet, dass er vielleicht den Flieger auf der Piste gar nicht mehr steuern kann, dass die Bremswirkung vielleicht nicht so groß ist. Da guckt man schon, sind die Fahrwerke alle draußen. Es hängen keine Klappen runter, auch das kann natürlich sein bei Hydraulikproblemen. Und solche Unregelmäßigkeiten sind dann schon relevant, dass wir von außen direkt sehen, okay, da ist was im Argen. Lufthansa Cargo 8431, so hold your position on the runway whenever ready. The fire brigade will approach from the front. Der Turm für den 8210-1, wir fahren jetzt bei Mike 10 auf die Senderbahn. 210-1 mit Durchsage an den zweiten Zug, Aufstellung vor dem LFZ nach Einsatzrahmenplan. Dann haben wir ein Standardprozedere, dass wir immer von vorne auf die Luftfahrzeuge anfahren. Hat zum einen den Hintergrund, dass wir auch eine visuelle Sicht mit dem Piloten aufnehmen können, dass er sieht, dass wir kommen. Und wir immer mit dem Wind anfahren, um somit auch, falls es zu einem Brandereignis kommt, eine höhere Reichweite unseres Löschmittels haben, um dann effektiv eine Löschmaßnahmen einzuleiten. Ja, also von außen keine Unregelmäßigkeiten, sieht alles normal aus und es läuft auch nirgendwo irgendeine Flüssigkeit aus. Bei Hydraulikproblemen, da würde man sagen, okay, es sieht von außen nicht so aus, als würde was auslaufen. Das heißt, wir gehen ja von der Leckage am Hydrauliksystem aus. Das heißt, wenn irgendwo was rausläuft, dann hätten wir das bestätigt. Wir haben uns relativ schnell darauf verständigt, dass von außen keine Unregelmäßigkeiten sind und bei ihm auch alles in Ordnung ist. Und dementsprechend konnte er dann weiterrollen. 210-1 mit Durchsage in den zweiten Zug. Wir fahren kurz zur Seite, lassen das LFZ an uns vorbeirollen und folgen dann auf die Abstellposition. Lufthansa Cargo 8431, we are ready for taxi now. Okay, Lufthansa Cargo 8431, stand is Foxtrot 1214. Whenever clear of the fire brigade, continue taxi and vacate next high-speed turn-off to the left, Lima 7. Und der Turm für den 8210-1? Wir lassen das LFZ jetzt an uns vorbeirollen und hängen uns dann dran. 8210-1 verstanden. Unser Interesse ist immer, dass sie möglichst schnell abrollen und dann eben die Centerbahn wieder frei ist, dass der Flugbetrieb eigentlich nicht davon tangiert wird und direkt weiterfließen kann. Der Turm für den 8210-1, die Feuerwehrfahrzeuge haben jetzt die Centerbahn verlassen. 8210-1 verstanden. Die Centerbahn wurde wieder freigegeben. Und was dann unser Standard ist, wir werden das Flugzeug immer noch bis auf die Position begleiten, um einfach da nochmal sicherzustellen, dass alles in Ordnung ist. Weil wenn jetzt ein Hydraulikproblem wäre und irgendwo Hydrauliköl ausläuft und die Bremse zusätzlich heiß wäre, dann hätten wir eben diese erhöhte Brandgefahr zum Beispiel. Die Piloten und mögliche Begleiter sind natürlich gefährdet, wenn das Flugzeug komplett Feuer fängt. Auch die sind natürlich vorbereitet auf so einen Fall und hätten Evakuierungsmaßnahmen natürlich vorab schon geübt, können dann entweder über Notrutschen oder über tatsächlich Seile aus dem Fenster das Flugzeug auch schnell verlassen. Aber trotzdem ist es natürlich erstmal gefährlich, wenn das Flugzeug in Flammen steht. Ja. Ich gehe dann immer mit meinem Headset ans Interphone, um dann einfach nochmal Kontakt mit dem Cockpit aufzunehmen. Von hier unten auch keine Unregelmäßigkeiten. Wir kontrollieren gerade aber die Bremsen, um sich nochmal zu vergewissern, okay, es ist von innen alles okay, es ist außen alles okay. Mein Staffelführer kontrolliert dann die Bremstemperatur, gibt mir da ein Feedback und sagt, okay, die liegt im grünen Bereich, Tendenz fallend im besten Fall. Bremstemperatur fallend, 2,5 Alles klar, danke. Ich gehe hoch, Mike. Das kann ich dann auch dem Piloten widerspiegeln, sodass wir dann eigentlich relativ schnell im besten Fall den Einsatz beenden können. Andrese, hallo. Ja, vielen Dank für die Unterstützung. Ja, sehr gerne. Sicher. Man muss ja auch sagen, dass wir deutlich mehr Local Standbys hinter uns haben als die Piloten, zum Glück. Dankeschön, schönen Tag. Ciao. Uns ist wichtig, dass wir das Flugzeug in einem sicheren Zustand übergeben, sodass die Technik eben ihre Maßnahmen durchführen muss, aber dass jetzt nicht mehr mit einer Gefahr vom Flugzeug zu rechnen ist. Gut. Das war's. Ja, dann ist man froh, dass der Einsatz beendet ist und froh, dass alles gut gegangen ist. Fährt man wieder zurück auf die Wache und der Einsatz ist beendet.